dass nachher jeder von euch im gregorianischen Kalender, irgendwie so einem Kalender, die wahren Sabbat kann einzeichnen, dass sie einem, dass ihr euch daran erinnern könnt, wenn sie sind, und dass ihr sie probieren frei behalten, dass ihr Zeit habt, zur Ruhe zu kommen und auch Zeit habt, in Beziehung zu finden zum Schöpfer. Grüezi miteinander, ich bin's Annie. Gestern war Sabbat und wir haben im Matthäus-Evangelium gelesen. Im 13. Kapitel redet Jahuscha in Gleichnis vom Sämann. Wie der gute Same gesät wird. Einige Samen fällt auf guten Grund und bringt viel Frucht. Das Wort der Bibel ist der gute Same. Ich habe die Bibel aufgeschlagen und lese euch zum Anfang aus dem letzten Buch in der Offenbarung vor. Der erste von 3 Engeln ruft in der Offenbarung Kapitel 14, 6 und 7. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Danke, Jahuscha, für dein Wort, das uns lehrt, und danke für deinen Heiligen Geist, der uns in alle Worte führt. Halleluja. Meine 2 Töchter, Vida und Tonja, werden heute aus dem Schöpferkalender uns erklären, wie man die wahren Sabbat findet. Wie man sich im gregorianischen Kalender mit dem neuen Wissen zurechtfinden kann. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wie soll denn das gehen? Im Schöpferkalender ist heute Neumondtag, der 6. Monat. Heute oder morgen. Gestern war Sabbat und der Mond mit der Sonne in der Konjunktion. Ein Leermondtag. Immer der 4. Sabbat. In jedem Monat ist ein Leermondtag. Und ob heute Abend die neue Mondsichel, 33 Stunden alt, echt schon sichtbar ist, das wird spannend. Wenn wir also sie mit bloßem Auge nicht entdecken können, dann wird der folgende Tag der erste im 6. Monat sein. Es braucht 2 Zeugen. Morgen! Es braucht 2 Zeugen, die die Sichel in unserem Land sehen, um den Start in den neuen Monat zu bestätigen. Wir, Neumondwächter, werden heute Abend auf dem Turm in Wil Ausblick halten. Morgen werden wir es euch dann mitteilen und ihr könnt den Wächterbericht auf unserer Webseite von der Tune West Community finden. Denn vom Neumondtag werden wir immer die 4 Sabbat in jedem Monat abzählen. Noch ein Vers aus dem Jesaja 61,4 möchte ich lesen. Und sie werden die uralten Trümmer aufbauen und wieder aufrichten, was vor Zeiten zerstört worden ist. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht in Trümmern lagen. Also jetzt übergebe ich dir, Tonja. Ja, danke vielmals.
wunderbare Einleitung zu einem spannenden Thema. Heute reden wir darüber, wie wir die Liebesdaten von unserem Schöpfer im gregorianischen Kalender finden. Weil wir leben ja in dieser Welt und wir müssen ja uns auch organisieren können in dieser Welt. Und wir suchen heute die heiligen Sabbattage, wo wir dürfen in Gemeinschaft mit unserem Schöpfer finden. Jeder ganz persönlich auch darf zur Ruhe kommen. Wir suchen auch die Neumondtage, von denen, wo man es abzählt. Und so Zeit lang werden wir auch alle Festzeiten suchen im Kalender, alle 4 Feste eintragen und dort in diesem endlosen Thema werden wir dann irgendwann abbrechen und sagen, für heute ist gut. Aber das wäre mal so das Ziel. Genau, dass nachher jeder von euch im gregorianischen Kalender, in so einem Kalender, die wahre Sabbat kann einzeichnen, dass sie einem, dass ihr euch daran erinnern könnt, wenn sie sind, und dass ihr sie probieren frei behalten, dass ihr Zeit habt, zur Ruhe zu kommen und auch Zeit habt, in Beziehung zu finden zum Schöpfer. Gut, im Büchlein, Notizen zum Schöpferkalender, sind wir auf der Seite, ich habe es natürlich vorhin schön aufgeschlagen, da, 47. Wie übertrage ich die wahren Sabbate, die Neumondtage des Schöpferkalenders in den gregorianischen Kalender? Wir nehmen für das ein paar Leuchtstifte zur Hand. Und zwar geben wir im Sabbat eine Farbe. Nehmen wir Pink für unsere Sabbat. Gelb nehmen wir für die Neumondtage. Und für jedes Fest nehmen wir nachher eine separate Farbe. Finde die Konjunktionstage, Leermond und trage sie mit der Sabbatfarbe in deinen Kalender ein. Dies ist der 29. Tag und der letzte Sabbat im Monat des Schöpferkalenders. Okay, zuerst müssen wir, glaube ich, eine Begriffserklärung machen, merke ich gerade. Im Schöpferkalender ist der Neumondtag. Der Tag, an dem, wo du am Abend die kleine Mondsichel siehst. Wenn sie den Abendhimmel berührt, ist der Neumondtag schon vorbei. Oder bestätigt. Nicht so im Wikipedia oder von der NASA oder im gregorianischen Kalender. Dort ist der Neumondtag der Tag, wo der Mond von 0 zu 1% wechselt, was man von bloßem Auge nicht sehen kann. Aber es ist ja verständlich, mit der modernen Technologie hat man ja viel früher den neuen Mond entdecken. Halt nicht von bloßem Auge, aber ja, halt mit den richtigen Gerätschaften, oder? Und dann war man natürlich so modern und hat das vorgezogen. Macht ja Sinn, oder? Und hat den Neumondtag auf den Leermondtag Genau. Wo der Leermond ist die Konjunktion von Sonne und Mond. Mhm. Aber dann sieht man den Neumond noch nicht. Genau. Es braucht nämlich Zeit für den Mond zum Reifen, bis er genug Prozent hat oder genug Sicheln hat, dass man ihn von bloßem Auge sehen kann. Und er muss auch noch in den Abendhimmel kommen. Darum ist ja das auch so doppelt schön. Es ist doppelt bestätigt. Da haben wir wieder die 2 Züge. Er ist zuerst mal nicht sichtbar und nachher kommt er in seinen Dienst hinein in den Abendhimmel. Adam und Eva oder auch der Noah oder der Mose, die haben natürlich nicht die modernen Technologien gehabt, die wir heute haben. Übrigens, wir auch nicht haben. Mhm. Sondern sie haben in den Himmel geschaut. Und sie haben auch gezählt. Und sich und gewartet auf die Sichel und auf die Bestätigung, die nachher ihnen bestätigt hat, dass sie richtig gezählt haben. Und so möchten es auch wir machen. Wir möchten auch in den Himmel schauen.
Wir möchten es von bloßem Auge sehen. Und wir möchten 2 Zeugen haben, die dort stehen und aufzeigen und sagen, dort ist er. Wir haben richtig gezählt. Weil wenn du Übung hast, dann erkennst du eigentlich schon beim Viertelmond, ob der Monat perfekt 30 Tage hat oder ob es einen verkürzten Monat gibt. Und dann schaust du natürlich, ob deine Erfahrung dich richtig beraten hat. Wenn du dann zählst und nachher siehst, jawohl, wir haben recht gehabt. Wenn du also dir in deinem Kalender möchtest die wahren Sabbat finden, dann druck dir doch einen aus, der mit der Mondphase ist. Zum Beispiel dann ist deine erste Aufgabe, finde den Leermond, Konjunktion oder in der Dokumentation im Internet wird stehen Neumondtag. Ich habe dazu auch noch eine kleine Begriffserklärung aus dem Wikipedia ausgedruckt. Soll ich die lesen? Oh ja, fangen wir mal, lese mal ein bisschen draus, wir schauen, ob... Der Begriff Neumond, lateinisch Interlunium, in der Schweiz auch Leermond, bezeichnet die mit bloßem Auge nicht erkennbare Lichtgestalt, Mondphase des Mondes. Erst nach etwa 35 Stunden wird der äußerste rechte Rand wieder vom direkten Sonnenlicht erhellt. Diese Mondphase ist das Neulicht. Die Phase vorher heißt Neumond, weil sich der Mond in ihr scheinbar erneuert. Die letzte sichtbare Phase vor dem Neumond heißt Altlicht. Der zweite Neumond in einem Monat und der dritte Neumond einer Jahreszeit mit 4 Neumonden wird als Black Moon bezeichnet. Interessant, was man da alles in Wikipedia findet. Wie ist das denn für Gott? Wann fängt der neue Monat an? Ein neuer Mond. Ein neuer Mond gibt dir doch den Start in neuen Monat. Und das Zeichen sollte man sehen. Genau. Genau. Okay, machen wir weiter. Wir haben einmal geklärt, dass der Neumond der Leermond ist. Darum reden wir jetzt vom Leermond. Wir finden auf dem gregorianischen Kalender den Leermond und zeichnen den mit der Sabbatfarbe ein. Pink. Es ist schon zuerst mal schwierig, ist das der Leermond oder ist das der Leermond? Der voll angemalte oder der leere? Ja. Da fängt schon die Schwierigkeit an. Da ist es. Wenn ihr nicht sicher sind, könnt ihr im Internet schauen. Mondphasen in Zürich. Also es lohnt sich, die Ortschaft einzugeben. Und wenn? Und dann schaut ihr nach. Zum Beispiel hier. 16. August 11.38 und da kann man auf einer anderen Seite noch schauen. Auch 11.38. Aber es gibt Abweichungen. Also, lasst euch nicht irritieren, es hat auch minimale Abweichungen. Sogar beides aus Zürich. Es ist einfach wirklich gut, wenn man selber geht, auch noch schauen. Und nicht nur sich auf die Informationen vom Internet verlässt. Weil sie weichen sogar in sich schon ab. Gut, wir haben den Leermond gefunden. Das ist der letzte Sabbat im Monat. Im Kalender. Da unten. Der pinkig. Der letzte Sabbat. Darum ist da auch ein kleines K. Konjunktion. Oder Leermond. Oder Wikipedia Neumond. Gut. Wie geht es weiter? Ich lese, was da steht. Finde die Konjunktionstage Leermond
und trage sie mit der Sabbatfarbe in den Kalender ein. Dies ist der 29. und der letzte Sabbat im Monat des Schöpferkalenders. Das machen wir jetzt gerade alle. Genau. Nicht so schwierig. West wind is blowing, is calling me home. Calling so softly, I'm ready to go wherever you send me. I'm willing to loosen, hold on to my Savior. He's helping me through. Ist das denn der Blue Moon of Kentucky? Der Blue Moon ist eigentlich nur vor sogenannten Ostern. Wenn es dort vom Neujahr bis zum Ostern 4 Vollmonde hat, wo es eigentlich nur 3 Vollmonde sollten sein. Dann Genau. ist das der Verrätermond. Obwohl sie den Februar gekürzt haben, probiert haben, dort dass das wieder aufgehen sollte, ist es doch so, dass manchmal 4 Vollmonde sind vor Ostern. Okay. Genau. Mama, ich sehe noch meinen Mund. Mhm. Mhm. Das ist der Vollmond. Und das ist der Leermond. Und der Leermond ist der letzte Sabbat im Monat. Sag mir noch, das heißt, das ist der letzte Sabbat. Das war gestern. Oh, Also haben wir heute. Was haben wir heute? Montag. Also das heißt, aber ich bin tot und tot. Man muss das wieder auftun. Da. Dort muss man Da, gell? das Klemmerchen Da drauf sind wir tun. heute. Heute sind wir beim Neumondtag. Aber wo du mein Klemmli auftun? Ich meine Klemmli auftun. Ich meine wo? Wann tun wir die Mondsäckchen auf? Ja. Am Neumondtag. Aber dem, wo sind wir jetzt gerade? Ah, Nein, wir sind da. aber wo? Aber Das heisst, heute tun wir die Neumondsäckchen auf. Sagst du mir, hast du die Namen Du darfst dein Neumondsäckchen jetzt aufmachen. Ist gut? I lift up my voice in His burden is light. Sing a new song. He walks by my side. He walks by my side. West wind is blowing, is calling me home. Calling so softly, I'm ready to go wherever He sent me. I'm willing to loosen, hold on to my Savior. He's helping me through. Zeig mal die Brille, Ja, super. Das hat etwas mit Lachen. Was dort liegt, das Handy zum Blasen am Neumond. Also da aber nicht. Können wir schauen, wo der Mond ist, ob man ihn sieht. Ob man ihn heute sieht oder morgen sieht. Gell? Heute gehen wir schauen, ob man ihn sieht. Heute ist er erst 33 Stunden alt. Von dem her wird es ganz knapp, dass man ihn sieht. Gell? Okay, weiter geht's. Gehen wir zum zweiten Punkt. Bemale den folgenden Tag in der Neumondfarbe. Dieser ist sicher der erste Neumondtag. Eventuell gibt es noch einen zweiten. Durchschnittlich gibt es jeden zweiten Monat einen perfekten Monat
mit 2 Neumondtagen. Also machen wir das. Den folgenden Tag malen wir an. Das ist der Neumondtag. Der erste von 2. Das ist ja schon mal sicher. Gut. Und wie finden wir jetzt raus, wenn es 2 hat und wenn es nur einen hat? Da gibt es einen einfachen Trick. Das ist der 3. Punkt. Färbe alle Sabbate rückwärts zählend ein. Den 29. haben wir schon gemacht, den 22., den 15. und den 8. Tag. Nun erkennst du, ob es 2 Neumondtage gibt. Also, wir tun rückwärts. Da haben wir einen Samstag. Samstag. 1, 2, 3, 4. Und dann sieht man, da gibt es einen zweiten. Ding, ding, ding. Und gehen wir wieder zum nächsten. Sonntag. Soll ich vielleicht noch da drauf erklären? Schnell. Schaut. Wir haben ja immer den letzten Sabbat, Neumondtag. Und jetzt 6 Arbeitstage und ein Sabbat. 6 Arbeitstage und ein Sabbat. 6 Arbeitstage und ein Sabbat. Und dann nochmal ein Neumondtag. Ubli, ubli, ubli. Sonntag. Und dann sieht man da. Da gibt es keine. Dann gehen wir da Montag. Das mit Liebe und Geduld. Und möglichst kein Fehler, sonst müssen wir nämlich wieder von vorne anfangen. Da nicht. Im Juni steht der Lehrmond auf dem Donnerstag. Dann haben wir hier 6 Arbeitstage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wieder der Donnerstag. Ein Sabbat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wieder ein Donnerstag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wieder ein Donnerstag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, nur ein Neumondtag. Dann das Samstag. Samstag. Bup, 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 bup. Mami schreit Stopp, wenn ich einen Fehler mache. Wow, ein Neumondtag. West wind is blowing, is calling me home. Calling so softly, I'm ready to go wherever you send me. I'm willing to loosen, hold on till my Savior is helping me through. Voll gut ist da der noch drauf, sonst wüssten wir wieder nicht. Mhm. Gell? Ist gerade gut, sonst müsst du gerade den nächsten Geht's Kalender gerade? holen. Hey. Ja, ja. So gut. Perfekt.
Perfekt. Da kommen wir noch. Tonstück. So, haben wir das geschafft? Büchli. Weiter geht's. 3. Punkt. Bravo! Jetzt hast du alle Neumondtage und alle Sabbat in deinem Kalender eingezeichnet. Versuche diese möglichst frei zu halten. Nimm dir Zeit am Sabbat in der Bibel zu lesen. Mache dir bewusst, dass dieser Tag unserem Schöpfer gehört und dass er ihn mit dir verbringen will. Noch kleine Erklärung. Der Zählweg. Dies ist die Erklärung, wie du die heiligen Sabbate vom Neumondtag abzählen kannst. Wichtig: Die Sichel am Abendhimmel des ersten Neumondtags gibt uns die Bestätigung, dass wir richtig gezählt haben. Gibt es einen zusätzlichen Neumondtag? Viele Informationen findest du auch im Internet, zum Beispiel unter tunewest.ch. Ich glaube, an dieser Stelle ist es einfach noch wichtig zu sagen, das Internet ist wirklich eine Hilfe, um die Daten zu finden. Und wir dürfen schlau sein und die nutzen. Aber es empfiehlt sich wirklich, rauszugehen und nach dem Mond zu suchen. Weil du weisst einfach nicht, hast du es gerade richtig angeklickt, hast du es richtig verstanden. Es ist manchmal recht kompliziert, auch im Internet. Und es könnte sich so schnell einfach Fehler einschleichen. Und auch Manipulationen sind ein Kinderspiel. Darum ist es wirklich gut, wenn du schauen, ob du den Neumond siehst oder nicht. Macht auch mega Spass, weil der Neumondtag ist ja ein Tag, um sich zu besammeln, zum Zusammenkommen, zum Gott auch gemeinsam dürfen ehren. Und ja, gibt einfach auch die Möglichkeit, einander zu treffen und sich auszutauschen. Und es gibt dir auch so eine Erinnerung. Wenn du nachher kannst sagen, hey, am Dienstag haben wir uns doch getroffen, um den Mond zu suchen. Und wir haben ihn gesehen, weisst du noch? Und es war mega kalt oder es war mega schön. Und nachher kannst du dich den ganzen Monat, es ist wie so ein Anker, wo du dich daran heben kannst, wo du auch spürst, das ist jetzt eine Woche her, oder es ist 2 Wochen her, oder 3 Wochen her. Und das ist mega wertvoll, das zu machen. Auch selbst wenn es bewölkt ist, zu gehen und zu sagen, ich mache einen Spaziergang. Und ich weiss, jetzt ist der Mond dort oben. Auch wenn ich ihn nicht sehe. Und du kannst ja nachher heimgehen und kannst im Internet schauen, ob es andere gesehen haben. Und das nochmal bestätigen lassen, auch über andere. Wir können uns ja vernetzen. Aber ich würde trotzdem gehen, auch in schlechtem Wetter. Es ist immer mega. Es ist einfach wirklich schön, wenn man darf sich so spüren auch im Rhythmus vom Schöpferkalender. Gut, weiter geht's. Unser Neumond, aber nur wenn's keine Wolke hat. Schau einfach der Sonne nach und wenn die Sonne dann dort untergeht, dann kannst du unseren Mond finden, klein und fein. Schau einfach der Sonne nach und wenn die Sonne dann dort untergeht, kannst du unseren Mond finden, klein und fein. Könnt ihr noch ganz kurz sagen, wo man muss suchen? Also was würdet ihr empfehlen? Also wenn jemand auch gar nie den Neumond bei sich gesucht hat, wo müsst ihr hingehen? Dort, wo die Sonne runtergeht, im Westen, dort folgt auch die Neumondsichel. Also das heisst, bei Sonnenuntergang sollte man sich versammeln und dann eine halbe Stunde warten. Sobald es der Himmel ein bisschen dunkler wird, weil wenn er zu hell ist, sieht man es auch nicht, oder? Man muss wirklich auch geduldig sein. Und die halbe Stunde und manchmal sogar eine Stunde warten, bis dann die Sichel wirklich sichtbar ist. Und dann blasen wir dann auch ins Schofar und freuen uns natürlich. Genau. Was macht ihr, wenn ihr den Neumond nicht seht? Dann freuen wir uns, dass wir ihn nicht gesehen haben, weil dann wissen wir, dass wir noch einen zweiten haben. Dass wir noch einen zweiten Neumondtag haben. Dass man am Tag darauf nochmal schauen darf. Dann geht man nochmal schauen, ja. Genau. Und dann ist es auch schön, den Unterschied zu sehen, dass dann plötzlich dort die Sichel ganz deutlich am Himmel ist. Und das ist schon der prägnanteste Unterschied, den du am Mond erkennen kannst. Weil ein Vollmond
einen Tag vorher oder einen Tag nachher ist sehr schwierig zu unterscheiden. Also wenn wir jetzt würden sagen, wir treffen uns immer am Vollmond, ist das unglaublich schwierig. Und der Vollmond ist ja auch die ganze Nacht. Es wäre ja dann schwierig, sagen wir, treffen wir uns die ganze Nacht. Also wenn Gott ganz der genaueste Punkt uns alle zusammenführen, dann ist das beim Neumondtag am Abend, wenn die Sonne untergeht, die halbe Stunde, wo du dort stehen und darfst schauen, ob du den Mond siehst oder nicht. Und dann siehst du sie als feinste Sicheln am Himmel. Es ist der klarste Punkt, sich im Monat zu besammeln. Zeit, ja. Auf den Punkt. Zeit auf den Punkt bringt, Ja. Richtig spannend. Wie lange bleibt denn der Neumond am Himmel? Ungefähr? Nicht wahnsinnig lang. Er folgt dann nachher im Sonnenuntergang hinten an. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Also man sieht ihn dann nicht sehr lang. Und dann verschwindet er schon, das war's. Und dann ist die Nacht wieder ganz dunkel. Und dann geht man heim. Und wichtig ist dann, dass man eine Taschenlampe dabei hat. Ja. Dass es dann wirklich dunkel wird, schnell. Ja. Genau. Und dann sieht man auch die Sterne natürlich super. Und wenn es halt Wolken hat, dann ist es halt manchmal, dann müssen wir uns halt auf den Kalender stützen. Und denken, ja, manchmal auch im Glauben einen einsetzen oder einen nicht einsetzen. Oder? Ja. Ist es denn schon mal vorgekommen, dass ihr den Neumond eingetragen habt beim gregorianischen Kalender, alles war gut gewesen, und dann sind wir geschaut und haben festgestellt, oh. Ja, das passiert, weil man muss bedenken, dass, wenn man jetzt zum Beispiel den Kalender anschaut, die rechnet natürlich von Mitternacht um 12 Uhr, rechnet jeden Tag bis Mitternacht um 12 Uhr. Und wenn zum Beispiel der Leermond ab Nacht um 1 ist, zählt er schon zum neuen Tag, oder? Also der Hauptgrund ist wirklich, dass sie den Tag mitten in der Nacht anfangen zu zählen. Und dann kann es die Konjunktion auf den Tag führen oder hinterher spicken. Und das sagt aber nichts aus, wie reif er ist. Ich meine, da geht es um 24 Stunden unter Umständen. Oder um 23 Stunden. Wenn er am Morgen um 1 ist er natürlich bis zum nächsten Tag schon 23 Stunden gereift. Das nach dem 1. Also da gebe ich euch einen kleinen Trick. Der Frühling in der Zeit der Fladenbrotwoche, kurz nach dem Pessach, habe ich viel mir Zeit genommen zum Lesen in der Bibel und auch in den Apokryphenbüchern zum Thema Kreuzigung, weil das passt ja dort hin. Und mich hat es Wunder genommen, wie lange ist Jeschua im Grab war. Und ich wollte es einfach verstehen. Ich wollte die Ereignisse im Schöpferkalender einordnen, wenn ist was passiert. Ich wollte es verstehen. Und auch in den Details wollte wissen, was ist genau wann passiert, und habe es dann gelesen. Und viel geforscht. Und da ist mir aufgefallen, dass doch an gewissen Stellen behauptet wird, Jesus sei 3 Tage und 3 Nächte im Grab gewesen. Und in der Bibel lese ich doch, dass er am 3. Tag auferstanden sei. Also er müsse viel leiden, sterben und auferstehen. Also am 1. Tag leidet er, am 2. Tag stirbt er und am 3. Tag er auferstehen. Und es ist einfach nicht das Gleiche, 3 Tage und 3 Nächte oder so zählt. Von dem, wo er gestorben ist, oder? Am Nachmittag, am 3 im Gregorianischen. 36 Stunden. Wo kommst du her? Genau, das ist genau das, was er mir dort aufs Herz gelegt hat. 36 Stunden ist er im Grab gelegen. Das habe ich wirklich so, ich habe so gespürt, das ist doch so einfach, oder? Kann ich jetzt einfach von der Konjunktion 36 Stunden rechnen und nachher, jetzt wird es wirren. Aber es ist auch von seinem Tod, bis dass er auferstanden ist, 36 Stunden gegangen. Genau, und das ist auch, wir müssen warten von dem, wo der Mond ganz leer ist, bis er wieder in den Abendhimmel und sichtbar wird, bis wir es bestätigt haben. Ist auch 36 Stunden. Und seither kann ich mir das merken. Oder? Und ich habe das dann einfach so mitgenommen in meinem Herz und dachte, wow, das ist ja mega einfach. So kann ich es mir ja, da muss ich nicht mit Prozent mich umschlagen und wie reif ist er jetzt. Und, ganz einfach, 36 Stunden nach dem Leermond
und es muss in den Abend hineinkommen. Also 36 Stunden und die nächste Dämmerung ist die Mondsichel sichtbar. Ja. Genau, so habe ich es mir dann merken und so ist es für mich einfach. Und auch in dem Bezug zu dem, dass er im Grab gelegen ist, so kann ich es mir einfach merken. Und ja, es bestätigt auch wieder sein Wirken. Es ist nicht kompliziert. Es wirkt zuerst kompliziert, weil du dich anders gewöhnt bist. Wenn du im gregorianischen Kalender lebst, und das machst du schon seit du geboren bist du in dem erzogen worden, dann ist es am Anfang für dich befremdlich im Schöpferkalender, weil es einfach anders schnauft und anders atmet. Aber es ist sehr einfach. Und du musst dich einfach darauf einlassen. Und dann Schritt gehen und du merkst, wow, es passt, der Schuh passt so gut. Und es ist so, ja, es verändert dein Leben, es verändert auch deine Einstellung zur Leistung und so wie viel. Du nimmst dir einfach Zeit für etwas und nicht, ich muss das und das und das geschafft haben bis dann, sondern du nimmst dir Zeit. Das ist das Gefäß und Gott füllt auf mit dem, was er dir möchte geben. Oder was du auch kannst tragen. Und es ist nicht so leistungsorientiert, sondern du nimmst dir einfach die Zeit. Also wenn du liest, herausfindest, am 16. August 11.38 Uhr ist der Leermond, dann weisst du, am 17. August, am 11.38 Uhr ist er 24 Stunden alt, plus 12. Die Nacht, 11.38 Uhr, ist er 36 Stunden alt. Die Nacht, 11.38 Uhr, da ist die Sonne schon untergegangen. Zu spät. Wir müssen den nächsten Tag nehmen. Ja. So rechne ich das. Also immer plus 24 und dann plus 12. So kann ich es mir gut merken. Und dann sind wir bei diesen 36 Stunden, wo man muss Geduld haben. Weiter geht's. Und zwar, wie übertrage ich die Festzeiten des Schöpferkalenders in den gregorianischen Kalender? Wir haben ja noch Festzeiten zum Eintragen. Jetzt nicht müde werden, es wird spannend. Also, als erstes müssten wir mal wissen, welche Neumondtage sind es überhaupt. Fangen wir denn hier im Januar mit dem 1 an? Nein. Im Schöpferkalender fängt das Neujahr im Frühling an. Jetzt ist die Frage, ist es März oder April? Genau. Meistens ist im Januar der 11. Ich habe noch neben diesem Büchlein noch ein anderes Büchlein, wo ich alle Kalender drin habe, ausgedruckt habe. Und da kann ich natürlich schauen und man sieht schön, es ist meistens das 11. im Januar. 11. Die habe ich hier schon angezeichnet, wenn man einfach ein bisschen vorne an, was ein bisschen weniger ist. 11. Also im Normalfall ist es das 11. Aber es gibt ja 13. Monate und wenn die sind, gibt es eine Liste, wenn sind die 13. wo du nachschauen kannst. Gibt es noch mehr Tricks, aber dafür müsstet ihr eigentlich das Video anschauen, wann startet das neue Jahr. Am besten schaut ihr einfach das Video zum Thema der Jahresstart und der 13. Monat. Dann könnt ihr das im Detail nachschauen. Wir sagen euch jetzt einfach, normalerweise kommst ja du schon aus dem Schöpferkalender. Und dann weisst ja du aus dem aktuellen Jahr, vom 23, was hier am Schluss war. Im Dezember das 10, also ist da klar das 11. Also gut, muss ich das so machen. 11, 12. Und jetzt ist die Frage. 12 was? Jetzt der 13. 11. Monat, 12. Monat. Hat es Gibt es da 24? einen 13. oder nicht? Das andere Büchlein. Ja. 2024
Ist es gelb oder nicht? Nein, in dem Fall kein 13. Seht ihr da, im 25 ist das Leuchtgeld. Da gibt es einen 13. Da nicht. 24 gibt es keinen 13. Also kommt das 1. Patz. Gut, dann haben wir das 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Haben wir alle Neumond eingetragen. Und jetzt geht es um die Fest. Für das empfehle ich euch auch den Kalender, weil hinten drauf wären die Feste eingezeichnet. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das Fest geht immer von Sabbat zu Sabbat. Und das, wenn wir jetzt die Klammern, wenn wir jetzt einzeichnen. Mit der Farbe. Tadam, tadam. Im Büchlein ist es da. Auch drinnen. Das sind die Klammern, die wir machen. Wir nehmen grün für das Frühlingsfest. Ja. Frühlingsfest ist im 1. Monat. Vollmond. Am Vollmond. Okay, 1. Monat. Vollmond. Machen wir da. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Das sind die Festtage. Und wir wissen, dass da das Passafest ist. Vordran. Vorne dran. Seht ihr hier am Abend das Passafest? Und das hier ist die Festwoche. Sabbat ist auch in der Festwoche ein Ruhetag. Und wenn man sich besammeln möchte, dann macht man das hier am ersten Tag vom Fest. Und am letzten. Das sind die Besammlungstage. Aber die ganze Woche ist eine Festwoche. Gut. Zweite Farbe. Blau, bitte. Sommerfest. Moment. Sommerfest. Shavuot. Das Wochenfest im Sommer. 4. Monat, 22. Tag. 4. Monat, du kannst durchzählen oder du weisst es auswendig. Der Sabbat ist der 22. Wir hatten letztes Mal gehabt. Mose kommt am Berg an. Wascht euch heute und morgen und besammelt euch am 3. Tag. Das wäre da. Und am letzten Tag, das ist dort, wo man die Erstling bringt. Vom neuen Weizen. Das wäre da. Dann nehmen wir Orange fürs Herbstfest. Genau, da, Herbstfest. Also zuerst könnten wir den Versöhnungstag noch einzeichnen und die Geburt Jeschua im 7. Monat, 10. Tag. 7. Monat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da ist der Versöhnungstag und auch der Geburtstag von unserem Messias. Warte, Mami, erzählst du ganz kurz, ist der Tag wichtig? Ist das ein Fest? Wie ist das? Ja, für uns ist es ein Festtag, weil es ist eigentlich unsere Weihnachten dort, die wir feiern. Die geweihte Nacht, wo Jeschua geboren ist. Und ja, für die Juden ist es natürlich ein Fastentag, weil sie sich vorbereiten auf das Herbstfest. Aber für uns ist es noch, ja, ein bisschen anders. Ich glaube, der Fastentag ist auch zum Freudentag geworden. Der Geburtstag eigentlich von Jeschua. Okay? Genau, ein Tag, um sich demütigen. Und es war sicher auch demütigend für Gott, Mensch zu werden. Ah ja. Genau. Und das Herbstfest, wenn wir hier wieder schauen. 7. Monat, 15. Tag bis 7. Monat, 22. Tag. Der Monat. Der 22. Tag ist ein Sabbat. Und von dort an. Es ist wie eine Umarmung von unserem Schöpfer an jedem Fest. Vorne und hinten ist es so ein Ruhetag. Und wieder die Besammlungstage ist der erste und der letzte Tag vom Fest, während die grossen Besammlungstage, aber die ganze Woche darf man feiern. Sich freuen. Dann geht es weiter. Chanukka. Chanukka, Fest der Tempelweihe im Winter, haben wir auch pink genommen, weil wir die Farben ausgegangen sind. Nein, sieht man wieder.
Auch das ist ein Wochenfest von Sabbat zu Sabbat. Datum noch? 9. Monat, 22. Tag. Da gehen wir da zum 9. Monat. 22. Badam, 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 badam. Da kann man sich besammeln und da kann man sich besammeln. Wenn ihr da noch schnell schauen wollt, oder? 22 bis 29. Sieht man sehr schön. Mit der Zeit kann man das auswendig. Mit denen, welchen Tag der Sabbat hat. Bravo! Jetzt habt ihr auch die Festzeiten eingezeichnet. Ich empfehle euch, dass ihr das einfach so mal macht. Und dann nach dazu lernt, was ist an welchem Fest passiert oder an was kann man gedenken oder was möchte uns Gott schenken an diesem Fest, um was geht es ihm. Da kommt jedes Jahr wieder etwas dazu. Ich glaube wirklich, wichtig ist mal, dass man die Tage findet im Kalender und sagt, ich nehme mir mal einen Tag Ferien dort und nehme mir Zeit, um ein bisschen forschen darüber. Und ja, und dann kann das auch einfach auch langsam mehr werden, wenn du merkst, mal, ich möchte mich, und irgendwann spürst du einfach den Wunsch im Herzen und sagst, nicht mehr die ganze Woche. ich will das unbedingt, weil es ist nicht anstrengend, weil er hat nicht irgendwelche grossen Erwartungen an uns. Er will, dass wir daran denken und uns die Zeit nehmen. Und dann, der Rest ist, wie du es fühlst, wie du es gestaltest, ist ganz individuell und wo du gerade stehst. Und das ist nicht anstrengend oder eine mega Bürde, sondern wenn du gerade ein Baby bekommen hast und darum auch geschwächt bist, dann wirst du das im Kleinen feiern. Aber zur Ruhe kommen oder als Familie zusammenkommen und feiern, darfst du auch im Kleinen. Und wenn du mega fit bist und merkst, du möchtest dich investieren für ihn, dann sagst du, hey, ich will einen Kuchen backen und zum Fest gehen und etwas mitbringen. Ich will teilen, weil es mir so gut geht. Und dann bringst du automatisch mehr. Ja. Aber es hat nicht jetzt Erwartungen, die du so erfüllen musst, sondern die kommen aus dem Herz, die Wünsche und was du möchtest bringen. In den anderen Videos sind die Sachen natürlich auch auf die Bibel gelegt und die Verse in Verbindung gebracht mit diesen Festen. Und es braucht halt einfach ein bisschen Studium, ja, um das zu verstehen, warum man das so machen soll. Das war es jetzt gewesen, und wir sehen uns heute Abend auf dem Turm, zu Wil, oder schaut doch dort, wo ihr seid. Vielleicht habt ihr einen Balkon, wo Richtung Westen, wo ihr könnt euch Richtung Westen wenden und schauen, wo die Sonne runtergeht und wo die Neumondsichel folgt. Wenn ihr es im Fall heute schon gesehen habt, könnt ihr uns bitte einen Bericht geben, weil wir brauchen einander und manchmal ist hier in Kreuzlingen der Himmel frei und manchmal ist er in Luzern frei und wir haben hier bewölkt, also wir brauchen wirklich einander. Könnt doch euch melden, wenn ihr es seht. Das wäre super. Okay, also gut, bis bald und danke vielmals wieder fürs Aufnehmen. Danke vielmals. Tschüss. Ciao, ciao.